Der Dezember war eine sehr intensive Zeit für mich. Ich habe viel Zeit allein verbracht, aber auch viel Zeit mit den Personen verbracht, die mir nahestehen. 2 Wochen war ich Tag und Nacht mit meinen Schwiegereltern unterwegs und konnte ihnen die schönsten Orte in der Umgebung zeigen. Außerdem habe ich viel Zeit damit verbracht, näher zu mir selbst zu finden. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten und in diesem Video zeigen. Meine Schwiegereltern haben einen ganzen Koffer nur mit Dingen für uns mitgebracht. Einige Freunde und Verwandte haben ihnen auch Weihnachtsgeschenke und Karten für uns mitgegeben. Ich habe mir neben meinen Kristallen auch ein Buschmesser mitbringen lassen. Mein Vater hat es mir auf einer Reise in Estland geschenkt, als ich vielleicht 10 Jahre alt war. Es erinnert mich an meine Wurzeln. Auch wenn ich es noch nie wirklich für irgendwas benutzt habe, ist es ein wichtiger Gegenstand für mich. So wichtig, dass ich ihn mir nach Chile mitbringen lassen. Außerdem auch das Buch Siddhartha. Dieses Buch hat ursprünglich mal meinem Onkel gehört, zu dem ich allerdings weder Kontakt habe, noch ihn in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Als meine Mutter vor einiger Zeit ihre Wohnung aussortiert hat, hat mich dieses Buch magisch angezogen und ich habe es mitgenommen und gelesen. Es war mein Einstieg in die Spiritualität. Ende Dezember hat mir mein Onkel, dem das Buch einmal gehört hat, eine E-Mail geschrieben und wir haben jetzt wieder etwas Kontakt. Nach 3 Tagen in der Stadt mit meinen Schwiegereltern sind wir an die Küste in den Ort Martensio gefahren. Obwohl wir einige Ausflüge an der Küste gemacht haben, hatten wir auch 3 Strandtage immerhin. Am ersten Strandtag musste mein Mann für einen Präsenztermin wieder nach Santiago pendeln. Wir anderen 3 waren total geschafft von den ganzen Kilometern, die wir davor zu Fuß zurückgelegt haben, und wir haben uns kaum weiter als 500 Meter von unserer Unterkunft wegbewegt. Man muss aber nicht unbedingt weit gehen, um Wundervolles zu entdecken. Direkt vor unserer Tür gab es einige Felsen an der Wasserkante. Es war außerdem so gut wie nichts los, da die meisten Chilenen erst im Januar in den Urlaub fahren und die Feiertage noch bei ihrer Familie sind. Ich hatte also einen ganzen Tag Zeit, auf den Felsen zu meditieren und den Mikrokosmos zu entdecken, der sich in den Felsspalten versteckt hat. Wie achtlos geht man doch sonst an solchen Felsen vorbei, ohne genauer hinzusehen. Ich bin heute noch hin und weg von all dem Leben und Wunder, das sich dort angesammelt hat, zurückgelassen wurde von der Flut. Das Meer hat schon immer eine magische Anziehungskraft auf mich ausgewirkt. Kein Wunder, bin ich ja keine 20 Kilometer Luftlinie vom Meer weggeboren. In meinen ersten Lebensjahren kannte ich nichts als salzige Meerluft. Als Kind war der Strand mein Spielplatz, Sommer wie Winter. Es liegt in meiner DNA. Es ist nicht einmal so, als würde mir das Meer wahnsinnig viel mehr Energie geben. Es ist vielmehr so, dass mir Energie fehlt, wenn ich es nicht in der Nähe habe. Wasser ist einfach mein Element und der Zugang dazu mein eigentlicher Status quo. Nicht umsonst stecke ich bei jeder Gelegenheit meine Hände ins Wasser. Wenn es in dieser Woche am Meer eines gab, dann war es die volle Portion Wasser. Das Rauschen, wenn wir im Bett lagen, die Abende auf der Terrasse mit dem Sonnenuntergang über dem Ozean, an dessen anderem Ende Neuseeland liegt. Irgendwo auf der anderen Seite des Planeten. Und dann waren wir noch am anderen Ende von Chile. Wortwörtlich. Nicht im Norden oder Süden, aber im Osten.
Die Anden sind die natürliche Barriere zu Argentinien. Auf dem Gipfel liegt die Grenze. So nah und doch unüberwindbar. Immer wieder bin ich beeindruckt, dass man einfach so von Meeresniveau auf 3.000, 4.000 Meter fahren kann. Dort, wo es schon schwerfällt, einfache Stufen zu gehen, weil die Luft schon so dünn ist. Oberhalb der Baumgrenze. Abgänge vom Geröll hallen wie Donner durch die Weite. Kein Geräusch, außer das Surren von Insekten und ab und zu das Zwitschern von kleinen Vögeln, die sich fast unsichtbar bewegen, die sich in die Landschaft einfügen, als wären sie ein Teil davon. Denn sie sind es auch, ein Teil des großen Ganzen. Manchmal frage ich mich, warum ich die Natur in Deutschland so wenig zu schätzen wusste. Gibt es doch ähnliche Schätze direkt vor der eigenen Haustür. Warum muss man immer erst in die Ferne, damit Vögel etwas Besonderes sind? Wenn ich eines gelernt habe, dann nicht, dass die Natur selbst am anderen Ende der Welt das atemberaubende Wunder ist, sondern dass wir es sind, die sie als solches anerkennen und ihr die Bedeutung beimessen. Wir definieren für uns selbst, was wir besonders finden und was wir normal finden. Wir können uns selbst begeistern lassen von einem Fuchs im deutschen Wald, genauso wie von einem Fuchs in Chile. Wir vergessen nur oft, dass auch die Natur vor der eigenen Haustür ebenso wertvoll und erhaltenswert ist.